Heute möchte ich dich in eine andere Zeit entführen. Mein Thema ist die lateinische Münzunion. Dabei handelt es sich um eine Vorläuferin der Eurozone. Zunächst wurde sie ein großer Erfolg, dann aber starb sie einen langsamen und leisen Tod. Also, lass dich überraschen. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Ein Deutscher in Georgien. Heute erzähle ich dir die faszinierende Geschichte der lateinischen Münzunion. Was war die lateinische Münzunion? Die lateinische Münzunion war eine Vereinbarung zwischen mehreren europäischen Staaten, die darauf abzielte, ihre Währungen auf Basis eines gemeinsamen Standards zu vereinheitlichen. Dies betraf sowohl den Gold- als auch den Silbergehalt der Münzen. Ziel war es, den Handel zwischen den Mitgliedsländern zu erleichtern und Währungsstabilität zu schaffen. Als Vorläufer moderner Währungsunionen legte die lateinische Münzunion einen wichtigen Grundstein für das Verständnis internationaler Wirtschaftsbeziehungen. Wer hat die lateinische Münzunion gegründet? Die Initiatoren der lateinischen Münzunion waren vorrangig Frankreich und Belgien. Beide Staaten hatten ihre Münzstandards bereits durch frühere Abkommen aufeinander abgestimmt. Motiviert durch die Vorteile, die eine solche Vereinheitlichung für den internationalen Handel und die Wirtschaftsstabilität versprach, schlossen sich Italien und die Schweiz diesem Bündnis an. Warum wurde die lateinische Münzunion gegründet? Die Hauptmotivation für die Schaffung der lateinischen Münzunion war die Vereinfachung des grenzüberschreitenden Handels. Im 19. Jahrhundert hatte jedes Land seine eigene Währung mit unterschiedlichen Silber- und Goldwerten. Das komplizierte den grenzüberschreitenden Handel und schuf Unsicherheit. Die Union zielte darauf ab, diese Probleme durch die Einführung gemeinsamer Standards für den Münzgehalt zu lösen. Der formelle Vertrag wurde am 23. Dezember 1865 unterzeichnet. Er markierte den Beginn einer neuen Ära der monetären Zusammenarbeit in Europa. Später schlossen sich weitere Länder der Vereinbarung an. Welche Staaten waren Mitglieder der lateinischen Münzunion? Neben den Gründungsmitgliedern Frankreich, Belgien, Schweiz und Italien traten später auch Griechenland, Rumänien und Serbien und schließlich auch nicht-europäische Länder wie Venezuela der Union bei. Die Mitgliedschaft erforderte, dass alle beteiligten Länder Münzen nach spezifischen Vorgaben prägen, was den Handel unter ihnen vereinfachte und die Akzeptanz der Währung über Grenzen hinweg erhöhte. Welche Vorteile bot eine Mitgliedschaft in der lateinischen Münzunion? Zunächst war die lateinische Münzunion ein großer Erfolg. Dieser lag vor allem in der Reduktion von Transaktionskosten und Wechselkursrisiken. Durch die Standardisierung der Währungen konnten Unternehmen und Individuen Gelder einfacher und ohne zusätzliche Kosten über Grenzen transferieren. Dies förderte den Handel und wirtschaftliche Integration, was wiederum das Wachstum in den Mitgliedstaaten unterstützte. Das wiederum trug zu einer monetären Stabilität bei. Schnell wurden die Währungen breit akzeptiert und genutzt. Welche Nachteile hatte eine Mitgliedschaft in der lateinischen Münzunion? Bald zeigte sich ein signifikanter Nachteil der lateinischen Münzunion. Es war die Schwierigkeit, die Einhaltung der Prägevorschriften und die Zirkulation von Münzen effektiv zu kontrollieren. Es zeigten sich drei Probleme. Übermäßige Prägung von Silbermünzen. Eines der Hauptprobleme innerhalb der Münzunion war, dass einige Länder, darunter Griechenland, mehr Münzen prägten, als ihren Silbervorräten entsprach. Dies führte dazu, dass der tatsächliche Silbergehalt pro Münze oft
unter den von der Union festgelegten Standards lag. Verwendung minderwertigen Metalls. In Zeiten finanzieller Not griffen einige Länder zu minderwertigeren Metallen oder reduzierten den Reinheitsgehalt des verwendeten Silbers in den Münzen. Dies geschah, um Kosten zu sparen und mehr Geld im Umlauf zu bringen, ohne die teureren, hochwertigen Metalle zu verwenden, die offiziell erforderlich waren. Nichtkonformität mit den Vorschriften. Die Lateinische Münzunion legte spezifische Regeln für das Verhältnis von Gold zu Silber und die Menge des Metalls, die in den Münzen enthalten sein sollte, fest. Griechenland und einige andere Mitglieder hielten sich nicht immer an diese Regeln, was zu einer Inkonsistenz in der Währungsstabilität führte. Letztendlich führte das zu einem Überangebot an Münzen und zu mehreren negativen Auswirkungen. Die Verwässerung des Münzwertes führte zu einem Vertrauensverlust bei Handelspartnern und Bürgern. Man begann zunächst die Stabilität der griechischen Münzen und letztlich der gesamten Münzunion in Frage zu stellen. Die erhöhte Menge an minderwertigen Münzen im Umlauf trug zur Inflation bei, da die Münzen nicht den Wert repräsentierten, der ihnen offiziell zugeschrieben wurde. Länder, die strengere Standards bei der Münzprägung befolgten, waren weniger geneigt, Münzen aus Ländern wie beispielsweise Griechenland zu akzeptieren, was zu Handelsnachteilen führte. Langfristig trugen diese Praktiken zur Destabilisierung der Münzunion bei, da sie die Einhaltung gemeinsamer Standards untergruben und zu einem Ungleichgewicht zwischen den Mitgliedstaaten führten. Diese Schwierigkeiten illustrieren die Komplexität und die Herausforderungen, die entstehen, wenn Länder mit unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen versuchen, eine einheitliche Währungspolitik zu implementieren. Welche Kontrollmechanismen wurden eingeführt? Es gab Regelungen zur Beschränkung der Mengen an Münzen, die jedes Land prägen durfte, und Vorschriften bezüglich der Metallzusammensetzung. Allerdings waren die Kontrollmechanismen nicht immer effektiv, was zu Problemen in der Durchsetzung der Standards führte. Obwohl Mechanismen zur Überwachung der Münzprägung und Zirkulation existierten, muss festgestellt werden, dass diese unzureichend waren. Zunächst wurde die Einhaltung der Vorgaben durch nationale Prägestätten umgesetzt, jedoch mangelte es an einer übergeordneten, zentralisierten Kontrollinstanz. Das musste zu Missbrauch und Manipulation führen. Woran litt die Lateinische Münzunion? Die Verwässerung des Münzwerts durch einzelne Mitgliedstaaten der Lateinischen Münzunion hatte tiefgreifende und langfristige Konsequenzen für die Stabilität und Funktionalität der Union insgesamt. Das hier sind einige der wichtigsten Auswirkungen. Verlust des Vertrauens. Der wichtigste Effekt der Verwässerung war der Vertrauensverlust in die betroffenen Währungen und in die Münzunion insgesamt. Investoren, Händler und Bürger verloren das Vertrauen in die Stabilität und den Wert des Geldes, was zu einer Abnahme der Nutzung der betroffenen Währung führte. Dieser Vertrauensverlust war besonders schädlich für das Prinzip einer Währungsunion, das ja auf dem gegenseitigen Vertrauen in die Stabilität und Gleichwertigkeit der Währungen basiert. Inflation und Währungsabwertung. Die Überprägung und das Prägen von Münzen mit einem geringeren Metallwert führten zu Inflation in den betroffenen Ländern. Da mehr Münzen im Umlauf waren, als es die Reserven von Edelmetallen entsprach, verloren die Währungen an Kaufkraft. Dies beeinträchtigte die Wirtschaft der Mitgliedstaaten, da Preise stiegen und die Kaufkraft der Bürger abnahm. Handelshemmnisse. Die unterschiedlichen Praktiken der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Münzprägung
führten zu Handelshemmnissen innerhalb der Union. Länder, die sich strenger an die Regeln hielten, zögerten, Münzen aus Ländern zu akzeptieren, die bekannt dafür waren, den Wert ihrer Münzen zu verwässern. Dies untergrub eines der Hauptziele der Münzunion, nämlich die Erleichterung des Handels durch eine einheitliche Währungspolitik. Schwierigkeiten bei der wirtschaftlichen Integration. Die wirtschaftliche Integration, die eines der Ziele der lateinischen Währungsunion war, wurde durch die inkonsistenten Währungspraktiken erschwert. Unterschiedliche Inflationsraten und Währungsstabilitäten erschwerten es, eine echte wirtschaftliche Einheit zu schaffen, was zu weiteren wirtschaftlichen Disparitäten innerhalb der Union führte. Politische Spannungen. Die Währungsprobleme führten zu politischen Spannungen zwischen den Mitgliedstaaten. Länder, die sich an die Regeln hielten, fühlten sich von denen benachteiligt, die dies nicht taten. Dies erschwerte die Zusammenarbeit und führte zu Konflikten innerhalb der Union, was letztlich die politische Kooperation unterminierte. Woran ist die lateinische Münzunion gescheitert? Obwohl keine einzelne Persönlichkeit direkt für das Scheitern der lateinischen Münzunion verantwortlich gemacht werden kann, trugen die Entscheidungen und Politiken vieler Führungskräfte der Mitgliedstaaten zu den Schwierigkeiten und letztendlich zu deren Ende bei. Das Fehlen einer zentralen Autorität und koordinierender politischer Maßnahmen unter den beteiligten Ländern war ein entscheidender Faktor, der das Scheitern der lateinischen Münzunion erleichterte. Die folgenden Umstände haben zum Niedergang beigetragen. Weltwirtschaftliche Veränderungen. Der Übergang von einer bimetallischen zu einer überwiegend goldbasierten Währung in vielen großen Volkswirtschaften untergrub die Stabilität der Münzunion, die ja sowohl Gold als auch Silber als Basis hatte. Die weitreichenden ökonomischen Veränderungen und die daraus resultierten Preisfluktuationen von Silber spielten eine entscheidende Rolle. Nationale Interessen. Viele Regierungen, darunter auch die der Münzunion-Mitgliedstaaten, begannen im Laufe der Zeit stärker ihre nationalen Interessen zu verfolgen, was oft zu Abweichungen von den ursprünglichen Vereinbarungen führte. Dies betraf vor allem die Kontrolle der Münzprägung und die Einhaltung der festgelegten Metallstandards. Erster Weltkrieg. Die Kraftanstrengungen der beteiligten Länder erforderten massive Finanzmittel, die durch das Drucken von Papiergeld finanziert wurden. Dies führte zur Aufgabe der Bindung der Währungen an die Gold- und Silberstandards, was einen der Grundpfeiler der Münzunion untergrub. Die Kriegsbedingungen machten die Einhaltung der Standards unmöglich und die wirtschaftlichen Prioritäten verschoben sich radikal. Technologischer und industrieller Fortschritt. Der Fortschritt in der Industrie und Technologie, insbesondere in der effizienteren Produktion und Verwendung von Metallen, beeinflusste die Währungssysteme und ihre Stabilität. Diese Veränderungen erhöhten den Druck auf das bestehende System der Münzunion. Das Ende der lateinischen Münzunion kann nicht einem spezifischen Datum oder einer bestimmten Person zugeschrieben werden, die es offiziell verkündete. Vielmehr erodierte die Union langsam über viele Jahre hinweg und wurde durch eine Reihe von externen Ereignissen und inneren Schwächen effektiv außer Kraft gesetzt. Die letzten formellen Überbleibsel der Münzunion verschwanden in den 1920er Jahren, als die Mitgliedstaaten offiziell ihre eigenen Wege gingen und die Union in den Geschichtsbüchern als beendet galt. Die sich verändernden geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die unterschiedlichen nationalen Interessen ließen kein Revival der Union zu. Fazit.
Die Erfahrungen der lateinischen Münzunion zeigen, wie entscheidend es ist, in einer Währungsunion starke Kontrollmechanismen und gegenseitiges Vertrauen zu haben, um wirtschaftliche Stabilität und Integration zu gewährleisten. Diese Lehren sind auch heute noch relevant, besonders für multinationale Währungsunionen wie die Eurozone. Wie denkst du über die lateinische Münzunion? Wird Westeuropa es nach der Einführung des Euro besser machen? Was meinst du? Oder wird auch der Euro einen langsamen Tod sterben? Über deinen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Bitte vergiss nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst. So viel von mir für heute. Am nächsten Sonntag sehen wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Tschüss!